Heute möchte ich von einer wundervollen Familie erzählen, mit der vor 13 Jahren wirklich erstaunliche Dinge passiert sind. Obwohl Varvara und Dimitri das Geschehene zweifellos als ein wahres Wunder Gottes bezeichnen würden. Tatsache ist, dass die beiden seit ihrer Kindheit tiefgläubige Menschen sind. In vielerlei Hinsicht wurde dieser Umstand prägend für ihr weiteres Leben. Die beiden verliebten sich schon in der Schule und hofften nach der Hochzeit natürlich sehr auf Kinder. Doch es kam anders. Ihr erstgeborener Junge war sehr schwach und verließ diese Welt wenige Wochen nach der Geburt. Danach konnte Varvara nicht mehr schwanger werden und die Ärzte empfahlen dem Paar eine Hormontherapie. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Varja wurde mit Fünflingern schwanger. Das war eine riesige Freude, denn eine große, glückliche Familie war genau das, wovon Dima und Varja immer geträumt hatten. Doch die Ärzte waren in ihren Prognosen weniger optimistisch. Sie hatten Bedenken wegen des Schwangerschaftsverlaufs und des Lebens der zukünftigen Mutter und schlugen daher vor, eine Reduktion mehrerer Föten vorzunehmen. Für das orthodoxe Paar klang das medizinische Wort Reduktion jedoch wie das gnadenlose Mord, und sie lehnten entschieden ab. Wenn Gott ihnen 5 Kinder schenkte, wer hatte dann das Recht, ihnen das Leben zu nehmen? Das Paar suchte fast alle führenden Kliniken des Landes auf, die sich mit Mehrlingsschwangerschaften befassten, doch niemand wollte sich eines so schwierigen Falls annehmen. Der Chefarzt einer Klinik riet ihnen schließlich, ins Ausland zu gehen. Vielleicht würde man sich dort ihrer annehmen. Varvara und Dimitri begannen, nach einer solchen Klinik zu suchen, und bald meldeten sich englische Ärzte. Doch die Atemkins hatten nicht die Mittel, um deren Hilfe zu bezahlen. Der Familie blieb nur das Beten und der Glaube an ein Wunder. Und es geschah. Ein wohlhabender Mann, der sich mit Wohltätigkeit beschäftigte, erfuhr von ihrem Problem und bezahlte anonym ihren gesamten Aufenthalt in der englischen Klinik, einschließlich der Geburt und der Nachsorge. Und dann geschah alles auf die wunderbarste Weise. Alle 5 Mädchen kamen völlig gesund zur Welt und kehrten bald mit ihren Eltern nach Hause zurück. Die Geschichte erregte damals großes Aufsehen, und die Atemkins erhielten eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung. Außerdem bekamen sie staatliche Unterstützung, denn nun arbeitete nur noch Dimitri, und sein Gehalt als Mathematikdozent an der Universität reichte natürlich nicht für eine so große Familie. Die Familie kam ohne Kindermädchen oder Helfer aus, Varvara übernahm alle Aufgaben rund um die Kinder, und Dimitri unterstützte sie in allem. In ihren Herzen blieb für immer die Dankbarkeit gegenüber den englischen Ärzten, die buchstäblich ein Wunder vollbracht hatten. Die Eltern wollten, dass die Mädchen davon wussten. Daher sparten sie 7 Jahre lang Geld, besuchten die Klinik erneut, diesmal mit der ganzen Familie, und bedankten sich herzlich beim gesamten medizinischen Personal für deren Hilfe, Güte und außergewöhnliche Geduld. Die Ärzte, die die Kleinen noch als Neugeborene in Erinnerung hatten, freuten sich sehr über den Besuch. So verbanden schwierige Lebensumstände eine einfache russische Familie mit hilfsbereiten Ärzten aus Großbritannien. Genau in solchen Momenten wird einem klar, dass überall auf der Welt Menschen leben, genau wie in jedem anderen Land, und dass es keine Einteilung in gute und schlechte Völker geben kann. Der einzige Unterschied liegt in Traditionen und Gewohnheiten. Und ich stimme vollkommen der Idee zu, dass es keine schlechten Völker gibt, sondern nur schlechte Menschen. Diese Geschichte ist eine perfekte Veranschaulichung dafür. Denn den Atemkins halfen englische Ärzte, doch die Kosten übernahm ein Landsmann von uns. Es zeigt sich, wenn Menschen einander nicht in wir und die anderen einteilen, fügt sich alles zum Besten. Wenn man von guten Taten in allen Ecken der Welt hört, begreift man, dass man sich nicht abschotten darf. Jetzt, 13 Jahre nach ihrer Geburt, sind die Atemkins-Schwestern immer noch unzertrennlich. Sie helfen ihrer Mutter im Haushalt, und in der Familie herrschen Frieden und Harmonie. Neben der Schule besuchen die Mädchen zusätzliche Kurse, aber nicht alle dieselben. Die Eltern beobachten die Talente ihrer Töchter genau und lenken sie auf den Weg, der ihnen Freude bereitet. Allerdings lernen alle 5 Englisch und besuchen die Sonntagsschule ihrer Kirche, wo sie seit Jahren im Chor singen. Die Atemkins verreisen gemeinsam, nehmen an Familienspielen und Wettbewerben teil. Der Vater der Mädchen, Dimitri, wurde vor 2 Jahren zum Priester geweiht und ist nun Pfarrer der Fürst-Wladimir-Kirche in der Lichow-Gasse in Moskau. Varvara ist nicht wieder zur Arbeit gegangen, denn neben der Erziehung der Fünflinge hat sie nun auch die besondere Aufgabe einer Pfarrersfrau. Ich wünsche dieser wunderbaren Familie Glück, Güte, Gesundheit und Gottes Segen in allen Unternehmungen. Und allen Menschen auf der Erde wünsche ich, in Frieden und Harmonie zu leben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.